Zum Ende der Session machst du eine kurze Pause und möchtest nochmal das gerade Gelernte wiederholen. Doch dann steigt Panik auf, denn du kannst dich nicht mehr an alles erinnern. Er fand bereits 1885 heraus, dass man sich nach einer Stunde nur noch an 45% des gerade Gelernten erinnert. Nach einem Tag erinnert man sich sogar nur noch an ein Drittel des Gelernten. Die Lernstrategie Spaced Practice zeigt einen Lösungsweg auf, wie du dich mit der gleichen Lernzeit von 5 Stunden an einen Großteil des Gelernten erinnern wirst. Hallo und willkommen zur ersten Folge der DMZ-Videoreihe über Lernen mit simplen, aber effektiven Lernstrategien. In diesem Video zeige ich dir die Lernstrategie Spaced Practice. Unter Spaced Practice versteht man auf Deutsch das Lernen mit verteilten Wiederholungen. Wie das funktioniert und wie du diese Strategie konkret in deinem Studienalltag nutzt, siehst du jetzt. Versetzen wir uns dafür einmal in folgende Situation. Am Montag, den 17. Juli, schreibst du eine Prüfung. Weil das nicht die einzige Prüfung ist, sondern die Woche zuvor und danach ebenfalls Tests anstehen, reservierst du dir den Sonntag zum Powerlernen. Mindestens 5 Stunden planst du ein, um den Stoff zu lernen und alles am Montag zur Prüfung frisch im Kopf zu haben. Noch schnell vor Sonntag alle Unterlagen zusammengetragen, lernst du nun 5 Stunden am Stück. Zum Ende der Session machst du eine kurze Pause und möchtest nochmal das gerade Gelernte wiederholen. Doch dann steigt Panik auf, denn du kannst dich nicht mehr an alles erinnern. Damit bist du nicht allein, denn das ist ganz normal und sogar empirisch bewiesen. Eine der ältesten und bekanntesten Studien dazu ist von Hermann Ebbinghaus. Er ist einer der Pioniere der Gedächtnisforschung. Er fand bereits 1885 heraus, dass man sich nach einer Stunde nur noch an 45% des gerade Gelernten erinnert. Nach einem Tag erinnert man sich sogar nur noch an ein Drittel des Gelernten. Auch wenn die Angaben heutzutage nur als grobe Richtwerte anzusehen sind, stimmt die Grundaussage nach wie vor. Was bedeutet das also für den allzu beliebten Lernsonntag? Du wirst dich am Montag nur an einen Bruchteil dessen erinnern, was du in 5 Stunden gelernt hast und hattest zusätzlich innerlich viel Stress. Die Lernstrategie Spaced Practice zeigt einen Lösungsweg auf, wie du dich mit der gleichen Lernzeit von 5 Stunden an einen Großteil des Gelernten erinnern wirst. Wir nehmen die 5 Stunden deines Lernsonntags und verteilen diese locker in kleineren zeitlichen Lernpaketen auf 2 Wochen. Anstelle den ganzen Stoff an einem Tag zu lernen und zu wiederholen, planst du mehrere Sitzungen für das Lernen und Wiederholen. Zeitlich wird nicht mehr gelernt. Es bleiben weiterhin nur 5 Stunden. Sehen wir uns diese 2 Wochen im Detail an. In der ersten Woche lernst du insgesamt 2,5 Stunden. Du startest montags mit einer Lernsession von 30 Minuten, auch dienstags lernst du nur eine halbe Stunde. Die blau markierten Felder kennzeichnen Pausen. Mittwochs legst du also eine Pause ein. Entweder lernst du an diesem Tag gar nichts oder du legst nur eine Pause für das Fach der bevorstehenden Prüfung ein und lernst an diesem Tag für ein anderes Fach. Donnerstag und Samstag wiederholst du wieder. Der Vorteil von Spaced Practice ist, dass es sich um kurze Lerneinheiten handelt, die auch gut neben Vorlesungen eingeplant werden können. Ähnlich sieht die Aufteilung in der zweiten Woche aus. Auch in dieser lernst du nur 2,5 Stunden. Diese kannst du wieder individuell an beliebigen Tagen eintragen. So kannst du in die Woche mit einem halbstündigen Selbsttest starten, um das Gelernte der Woche zuvor zu wiederholen. Freitag und Sonntag lernst du jeweils noch 1 Stunde, zwischendrin legst du Pausen ein. Am Tag vor der Prüfung kannst du auch noch Pufferzeit einplanen, um dir selbst Sicherheit zu geben. Durch die locker verteilten Wiederholungen auf 2 Wochen verfestigt sich das Wissen im Langzeitgedächtnis und du wirst den Test mit Bravour bestehen. Nun fragst du dich sicherlich, wie ich mir sicher sein kann, dass die Wiederholungen so effektiv sind. Auch das lässt sich nochmal mit Ebbinghaus erklären. Er hat seine Prozentangaben auch grafisch als Kurven festgehalten. Die erste Kurve ist die nach ihm benannte Vergessenskurve. Wiederholt man Lernstoff nur einmal innerhalb von 6 Tagen, wird diese bereits abgeflacht und man kann sich nach 6 Tagen noch an mehr erinnern. Nach 2 Wiederholungen in 6 Tagen ist noch mehr als die Hälfte präsent. Und bei 3 Wiederholungen ist die Kurve so stark abgeflacht, dass von einem fast vollständigen Erinnerungsvermögen ausgegangen werden kann.
Wiederholungen sind deshalb eines der effektivsten Werkzeuge, um Gelerntes nicht wieder zu vergessen. Wenn du Stoff wiederholst, solltest du noch 3 Dinge beachten. Nummer 1. Wiederhole nicht direkt nach einer Vorlesung, sondern gönne dir und deinem Gehirn eine Pause. Entspanne oder bewege dich ein bisschen. Danach kannst du eine kurze Session zur Wiederholung einlegen. Nummer 2. Wiederhole nicht nur aktuelle Inhalte, sondern auch bereits zurückliegenden Lernstoff. Auch hier habe ich einen Vorschlag für dich. Angenommen, du hast Montag, den 3. Juli Vorlesung. Wiederhole nach einer Pause den Stoff der aktuellen Vorlesung und den Stoff der letzten Woche. Dienstag kannst du nochmal kurz den Stoff von vor 2 Wochen wiederholen und dann eine längere Wiederholung des Stoffs von vor 3 Wochen. Donnerstag wiederholst du nochmal den Stoff von Montag, also der aktuellen Vorlesung, und den Stoff von vor einem Monat. So behältst du einen großen Anteil des Stoffs über eine Woche hinweg frisch im Gedächtnis. Im Verlauf des Semesters kannst du auch noch neue Pakete schnüren und Vorlesungen als eine Einheit zusammenziehen. Nummer 3. Wende weitere Lernstrategien an. Baue zum Beispiel Selbsttests ein, indem du Gelerntes abrufst. Hier kann auch Sketching helfen, indem du Verbindungen und Kontexte mit Pfeilen und Doodle Notes visualisierst. Ich hoffe, ich konnte deine Neugierde auf diese Lernmethode wecken und vielleicht probierst du sie einfach einmal aus. Wir freuen uns über deine Erfahrungen in den Kommentaren.